Zwischen 2003 und 2013 veröffentlicht Rockstar 26 Games. In den 10 darauf folgenden sind es nur 3, von denen eines ein Remaster ist. Bethesda arbeitet genauso lange an einem Starfield, wie sie für Oblivion, Fallout 3 und Skyrim zusammengebraucht haben. BioWare braucht nur 7 Jahre zwischen 2007 und 2014 für eine Reihe der ikonischsten und besten Rollenspiele aller Zeiten. Seit 2014 haben sie lediglich 3 Spiele vollendet und keines davon hat positive Schlagzeilen gemacht. Auch bei anderen Publishern sieht es nicht besser aus, die größtenteils dieselben Spiele immer und immer wieder mit neuem Anstrich veröffentlichen. Die mutigen, frischen und vor allem schnellen Ideen der frühen 2000er, die uns nahezu jeden Monat ein völlig neues Spielerlebnis beschert haben, bekommt man allenfalls noch aus dem Indie- und AA-Bereich. Schon lange nicht mehr von den Firmen, die sich genau damit einst ihren Namen gemacht haben. Diese AAA-Studios verzichten auf kreative Risiken und inhaltliche Innovation. Sie stützen sich auf Statistiken und fokussieren sich stattdessen nur noch auf eingesetzte Technologien, erreichte Spezifikationen und die Größe der Spielwelt. Und brauchen ewig dafür. Die Frage im Meetingraum lautet: Wie groß muss das Spiel sein, um den Spieler zu beeindrucken? Anstelle von: Wie viel Spaß können wir dem Spieler bereiten? Wir sind inmitten des Spektakelzeitalters, in dem es wichtiger ist, die Wertigkeit eines Produkts anzupreisen, anstatt sie tatsächlich zu liefern. Trailer und Screenshots sind nichts als Blender, die kaum etwas mit dem zu tun haben, für das wir letztlich Geld ausgeben sollen. Unaufhörliche Schlagwörter wie beispiellos, reichhaltig, dynamisch, immersiv, wegweisend, Next Gen sprechen gezielter psychologisch unser Hirn an als uns selbst. Es liegt schließlich in der menschlichen Natur, Entscheidungen durch hormongetriebene Emotionen zu treffen, anstelle durch wohlüberlegte Logik. Da ist es kein Wunder, dass Unternehmen, die das ausnutzen, ihren Fokus auf das legen, das gut klingt, nicht auf das, was gut ist. Die kreative Vision ist vollkommen irrelevant geworden und es zählt einzig noch, was die Marktforschungsabteilung herausfindet. Trailer erscheinen Jahre vor irgendeinem Release-Termin, weil man die Reaktion der Käuferschaft testen und die Entwicklung entsprechend dem Feedback umlenken will. Eine Idee, die vielleicht anfangs im Raum steht, ist am Ende des Prozesses verwässert, zerschlagen oder vollkommen über den Haufen geworfen, weil man mehrfach auf die wohl toxischste und negativste Community der Welt hört. Ich bin vehementer Vertreter der Meinung, dass früher alles oder doch zumindest vieles besser war und deswegen wird mir häufig die Nostalgiebrille vorgeworfen. Letztlich ist es faktisch aber so, dass sich auf beiden Seiten der Industrie alles geändert hat und zwar zum Negativen. Auch wenn Firmen immer schon Profit machen wollten und sie auch in den 90ern dafür über Leichen gegangen sind, so haben bei Entwicklern und Publishern in erster Linie Gamer gearbeitet, die Games verstehen und die Konkurrenz auch durch Innovation ausstechen wollten, anstelle nur durch nackte Zahlen. Heutige CEOs steigen nicht aus den Rängen auf und sind auch nicht diejenigen, die die Firma gegründet haben, sondern Externe aus völlig anderen Industrien, die mehr mit Marketing zu tun haben als mit Gaming. Es gibt keine Leidenschaft und keinen Ehrgeiz mehr für die Industrie, nur noch Produkte, die möglichst gewinnbringend an den Mann gebracht werden müssen und dann weiter zum nächsten. Die andere Seite ist dahingegen verkommen, dass der Gamer von früher inzwischen nahezu ausgestorben ist. Auch die Werte auf unserer Seite der Medaille haben sich gewandelt. Neue Generationen und neue Lebenssituationen sorgen dafür, dass die großen Firmen in ihren Marktberichten lesen, dass der durchschnittliche Spieler das möchte, das neu ist. Nicht etwa das, was gut ist. Das gilt fürs Gaming ebenso wie für Netflix oder auch Spotify. Konsumiert, fertig, weiter zum nächsten. Vielleicht wird das dann ja besser. Und dabei ist sich die Industrie sogar einig, dass die Spiele schneller produziert werden müssen. Entwicklungszeiten von bis zu 10 Jahren sind nicht tragbar und wie Louis Packwood von Games Industry letztes Jahr auf der Gamescom herausgefunden hat, kursieren bereits die verschiedensten Pläne, wie man wieder zu den humaneren Zyklen von 2 bis 3 Jahren zurückfinden soll. Die furchtbarste davon ist, das Spiel einfach im Early Access zu veröffentlichen, wenn es nach den 3 Jahren noch nicht fertig oder poliert genug ist. Dann kann man trotzdem schon mal Geld damit machen, weitere Daten sammeln oder es halt schnell komplett einstampfen, wenn es floppt.
Die paar 100.000 Spieler werden dann zwar enttäuscht und wütend sein, aber immerhin zieht man so frühzeitig den Stecker, anstatt nach 3 weiteren Jahren mit der bitteren Realität konfrontiert zu werden. In einer Generation, die mit Minecraft und Roblox aufwächst, sollte es doch eigentlich auch kein Problem sein, bei der Optik kürzer zu treten. Doch nicht nur geht das gegen die künstlerischen Ansprüche der Entwickler, auch würde das die Unternehmen ihre verblendeten Trailer und essentiellen Schlagworte kosten. Ganz davon abgesehen, dass Nvidia da auch noch ein Wörtchen mitzureden hätte, die Industrie gefühlt gerade steuern. Und dann gibt's natürlich das Thema, über das niemand öffentlich sprechen möchte, das aber jeder nutzt: KI. Die meisten Studios vermeiden den Gebrauch auf einem Level, der ihnen auf Steam das schmutzige AI-Content-Label einbringt, aber die meisten geben auch zu, dass KIs regelmäßig genutzt werden, um beim Codeschreiben auszuhelfen, um Konzeptzeichnungen anzufertigen und um neue Ideen schneller ausprobieren zu können. Man ist immer darauf bedacht zu betonen, dass es sich bei KI um ein Werkzeug handelt, eine Hilfestellung, die kein Ersatz für menschliche Fähigkeiten ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Betroffene da widersprechen würden. Sei es wie es mag, KI ist da und wird immer weiter kommen. Die Fragestellung muss am Ende des Tages nicht sein, ob die Industrie sie nutzen darf, sondern in welcher Form. Ein offenes Gespräch muss hier zwangsläufig zeitnah einen neuen Standard etablieren, vor dem man sich nicht beschämt verstecken muss. Wie das nun mal immer so ist, lädt mehr Zeit auch stets dazu ein, mehr machen zu wollen. Selbst mit dem Einsatz von zeitsparenden Methoden oder Technologien ist nicht gesagt, dass das Spiel damit schneller erscheint oder letztlich fertiger ist. Wie einige Entwickler von Assassin's Creed Shadows bestätigt haben, wurde die Verschiebung des Spiels zum Beispiel nicht ausschließlich dafür genutzt, Bugs auszumerzen, sondern dann eben auch, um weitere Inhalte einzubauen. Das kann eine publisherseitige Anforderung sein oder auch ein Entwicklerproblem, die kein Ende finden. Das Troika Games Studio von den ursprünglichen Fallout-Creatoren ist daran zugrunde gegangen, wie du dir in meiner Doku dazu ansehen kannst. Mit diesen kursierenden Ideen stellt sich aber die Frage, ob das Schreiben von Code oder Erstellen von Assets die essentiellen Zeitprobleme sind. Laut Publishern und Studioleitern, nein, das Problem liegt überhaupt nicht auf ihrer Seite, sondern wir. Wir sind das Problem. Tencent schiebt es auf die immens gewachsenen Qualitätsansprüche von uns Spielern, die immer mehr Spielspaß, besseres Gameplay, knackigere Optik, eine tiefere Story und ikonischere Charaktere haben wollen. Wie anmaßend. Der Managing Director des Virtuos Studios, Christophe Gandon, meint ebenfalls, dass Spieler bessere Qualität verlangen, eine intensivere Immersion und dass die Grenze sich verschiebt, ab der sie mit Spiellänge und Wertigkeit zufrieden sind. Die Entwickler versuchen lediglich, diese Erwartungen zu treffen oder sogar zu übertreffen. Und ich will ihnen nicht mal vorwerfen, dass sie uns die Schuld unrechtmäßig in die Schuhe schieben. Fallout-Erfinder Timothy Kane erzählt, dass die erste Frage jedes Mal, wenn es um ein Spiel geht, an dem er gerade arbeitet, lautet: Und wie lang ist dein Spiel? Spieler erwarten, dass ein Spiel 15 anstatt nur 3 Zauber hat und sie erwarten, dass jeder einzelne beim Zaubern andere visuelle Spezialeffekte auslöst. Leiter der Xbox Game Studios Matt Booty spricht in einem Interview davon, dass sowohl die Industrie als auch die Fans hinter der Zeit herhängen und einen Neustart brauchen, um zu verstehen, dass die Ära der 2- bis 3-jährigen Games vorbei ist. Sie brauchen jetzt 4 und 5 und 6 Jahre, wegen höheren Erwartungen, wegen besseren technischen Möglichkeiten, wegen gestiegenen Ambitionen bei Videospielen als Kunstform. Shuntaro Furukawa von Nintendo gibt keine wirklichen Gründe an, meint nur, dass Entwicklungen heutzutage länger, komplexer und fortschrittlicher sind, weswegen Nintendo seine Entwicklungsressourcen kontinuierlich erweitern und notwendige Investitionen tätigen muss, die sie sehr bereitwillig an ihre Kunden weitergeben. Die CEO von Nier Studios, Heather Sutherland, erklärt, dass die Spiele in den letzten 10 bis 15 Jahren derart in ihrer Größenordnung explodiert sind und sich der Fokus derart auf Fotorealismus verlagert hat, dass Hard- und Softwarehersteller sich dem Bedarf angepasst haben, um diese Trends weiterhin möglich zu machen. Entwickler und Publisher stürzen sich gleichermaßen begeistert auf diese neuen Werkzeuge und können es kaum erwarten zu zeigen, was sie damit bewerkstelligen können. Der Knackpunkt ist, dass die Entwickler schon einschätzen können, dass diese neuen Werkzeuge nicht einfach zu nutzen sein werden. Ihre Manager und die Entscheidungsträger darüber hingegen nicht.
Sie geben die Budgets frei, müssen dann aber feststellen, dass sie weitere Spezialisten benötigen. Die Teams werden größer, die Kommunikation schlechter. Unerwartete technische Probleme treten auf und dauern ewig, um geortet und beseitigt zu werden. Darunter leidet die gesamte Performance des Spiels und letztlich jagt das Studio die ganze Zeit Framerate-Bugs, anstelle sich auf das Gameplay zu konzentrieren. Probleme, die bis zum Launch aufgrund der Dimensionen des Spiels trotzdem nicht vollends beseitigt werden können und die Spieler damit frustrieren, während das Studio gleichzeitig aufgrund der mangelnden Zeit nicht die Innovationen liefern kann, die Spieler ebenso erwarten wie ein funktionierendes Spiel. Sirlins Einschätzung dazu lautet: Die Branche steht nun vor der Abrechnung und ich glaube, dass dieses Streben nach mehr, größer, schöner ein wesentlicher Grund dafür ist, warum derzeit alle in der Videospielbranche leiden und warum sich alles so seelenlos anfühlt. Das liegt aber auch nur daran, dass sich die Spiele eben an den Erwartungen der Spieler messen müssen. Erwartungen, die von Publishern mit irreführenden Trailern, aufpolierten Screenshots, leeren Schlagwörtern und falschen Versprechungen geschürt werden. Gamern, denen Stunden von immersiven Gameplay-Stunden versprochen werden, verzeihen Framerate-Einbrüche eher als jemand, dem visuelle Perfektion versprochen wird und der dann NPCs in T-Pose begegnet. Doch lange Entwicklungszeiten müssen nicht nur von Problembekämpfung und Neustarts dominiert werden. Manchmal geht es auch einfach darum, sich die Zeit zu nehmen, die etwas Besonderes einfach braucht. Die Entwickler von Hollow Knight Silksong hatten dank des erfolgreichen Vorgängers den Luxus finanzieller Sicherheit und haben sich die Zeit von 7 Jahren genommen, weil sie so einen Spaß beim Entwickeln hatten. Es gab keine technischen Probleme, keine Entwickleralbträume, keine persönlichen Streitigkeiten. Sie haben einfach ständig neue Dinge gefunden, die sie noch einbauen wollten. Riot Games arbeitete an ihrem Kampfspiel 2XKO und sie nutzen die lange Entwicklungszeit, um Stolpersteine gründlich und in einer für die Mitarbeiter nachhaltigen Geschwindigkeit zu beheben. Sie bereiten sich gründlich darauf vor, dass der Übergang von der Entwicklung zur Veröffentlichung und dem Post-Launch-Support geschmeidiger abläuft, anstelle diese Zeit zu nutzen, um das Spiel essentiell zu finalisieren. Außerdem darf auch nicht unterschätzt werden, dass mit jedem Jahr die Anzahl der Spiele wächst, mit denen sich ein neues Game messen muss. Ein Kampfspiel wie 2XKO muss sich durch 30 bis 40 Jahre an Genreerfahrung arbeiten, um das Spiel zu etwas Besonderem zu machen. Wie wir vorhin gehört haben, ist das teilweise unvorhergesehene Aufblasen von Teams und die damit erschwerte interne Kommunikation ein erheblicher Grund für lange Entwicklungszeiten. Sind dann vielleicht kleinere Teams die Lösung? Vor einigen Jahren war bei diversen AAA-Studios im Gespräch, dass sie kleine Entwicklerteams von ihren großen Projekten abspalten wollen, um an experimentelleren Ideen zu arbeiten. Wie ein Indie-Studio, das aber gleichzeitig Zugriff auf die massiven finanziellen und technischen Ressourcen des Mutterschiffs hat. Ein erstklassiges Konzept, das sich scheinbar nie wirklich durchgesetzt hat. Schade, denn genau hier sehe ich das Problem. Vielleicht nicht so exzessiv und allgegenwärtig wie heute, aber es gab immer wieder Ausreißer, deren Entwicklung weit über dem Durchschnitt seiner Zeit lag. Selbst in der guten alten Zeit. Resident Evil 4, Alan Wake, Mafia 2, Shenmue, alle waren für 6 Jahre in Entwicklung. L.A. Noire und StarCraft 2 haben 7 Jahre in Anspruch genommen. Spore ebenso 8 wie Red Dead Redemption 2, Starfield und Metroid Prime 4. Too Human, Team Fortress 2 und The Last Guardian knacken sogar die 9 Jahre, während das Prey von 2006 ebenso wie Diablo 3 satte 11 Jahre in Entwicklung waren. Mit dem Unterschied, dass all diese Spiele in der Regel nicht der einzige Fokus der Firmen war. Während man darauf wartete, erschienen andere Games, kleine und große. Der Sweet Spot für große Projekte, die dennoch gut aussehen und Hitpotenzial haben, scheint übrigens 5 Jahre Entwicklungszeit zu sein. Hier drunter fallen sowohl GTA 5 als auch Elden Ring, Breath of the Wild und Kingdom Hearts 3. Genau die Entwickler, die für solche Nebenprojekte prädestiniert wären, sind dann die, die ihre eigenen Wege gehen und Indie-Studios gründen. Das klingt zunächst toll, im Sinne von: Super, jetzt kann er endlich das leidenschaftliche Spiel machen, das Ubisoft oder EA oder Activision ihm verwehrt hat.
Wie die Geschichte der Videospiele aber immer und immer wieder zeigt, ist die Realität nicht so romantisch. Sobald ein Entwickler das große Studio verlässt, um sein eigenes Ding zu machen, ist er nicht mehr nur Entwickler, sondern auch Geschäftsführer. Er ist nicht mehr nur dafür zuständig zu entwickeln und seine Vision umzusetzen. Er ist auch dafür zuständig, Finanzierungen an Land zu ziehen, Publisher zu suchen, sich selbst um notwendige Hardware und Lizenzen zu kümmern, Mitarbeiter einzustellen, die Buchhaltung und die Steuern zu machen. Und selbst wenn er das alles hinkriegen sollte, stehen die Chancen, dass er letztlich mit seinem Spiel erfolgreich ist, äußerst gering. Was ihm zumindest bei den Steuern helfen könnte, ist Zaster. In nur 3 Minuten hast du deine Steuererklärung erledigt, weil sich die App sämtliche Daten automatisch vom Finanzamt holt. Du tippst nur Name, Adresse und Steuer-ID ein und erhältst ein kostenloses Angebot samt möglicher Steuerrückerstattung. 9 von 10 Leuten bekommen Geld von Vater Staat zurück. Im Schnitt fast 1200 €. Ich mache meine Steuern seit über 10 Jahren selbst und bekomme jedes Jahr einen 4-stelligen Betrag erstattet. Es lohnt sich. Vor allem, wenn man quasi nichts dafür tun muss. Professionelle Steuerberater übernehmen die ganze Arbeit. Deren Gebühren werden automatisch von deiner Rückerstattung abgezogen und mit dem Code LORD20 reduzieren sie sich nochmal um 20 €. Lad dir die App und hol dir dein Geld zurück. Jeden Tag erscheinen auf Steam 50 bis 60 neue Spiele und die meisten davon gehen hoffnungslos unter. Selbst AAA-Studios müssen noch bei ihren größten Marken Fantasiesummen ins Marketing pumpen, um die gewünschten Zahlen zu erreichen. Nicht selten zieht das Marketingbudget mit den Entwicklungskosten gleich oder übertrifft diese noch. Call of Duty Modern Warfare 2 kostete 50 Millionen in der Entwicklung und investierte 150 Millionen ins Marketing. Halo 2 investierte 80 Millionen in Werbung, während die Entwicklung nur die Hälfte gefressen hat. Und selbst das originale Final Fantasy VII hat sein Entwicklungsbudget von rund 40 Millionen fürs Bewerben verdoppelt. Das Handygame Monopoly Go hat sogar bereits über 1 Milliarde ins Marketing investiert, um lukrativ zu bleiben. Utopische Maßnahmen, die für ein Indie-Studio unmöglich sind. Entsprechend sind viele Entwickler spätestens nach dem ersten solchen Fehlschlag desillusioniert und laut Marketing-Experten Ryan K. Riney führt das zu einer Entprofessionalisierung der Branche. Maßgeblich sieht er dafür 3 Gründe: die Überperformance älterer Titel, speziell aus dem Free-to-Play-Live-Service-Bereich, die unzureichenden Verkaufszahlen großer Studios und der überproportionale Erfolg vereinzelter Solo-Entwickler und kleiner Teams. Diese 3 Pfeiler lassen die Fachleute im traditionellen, professionellen Sinne in der Spielebranche aussterben. Ein Teil macht im Indie-Bereich ihr eigenes Ding, ein Teil kehrt der Branche völlig den Rücken und ein riesiger Haufen dazwischen wird von Job zu Job herumgereicht. Denn gerade kleine Teams stoßen häufig an ihre Grenzen und lagern Aufgaben an gerne mal unterbezahlte Freiberufler aus, um die Lücken zu füllen. Ein Outsourcing, bei dem die kreative Vision eines Teams sehr einfach ins Wanken geraten kann. Dennoch ein verlockender Zweig, denn laut Riney ist die Gaming-Branche die einzige kreative Industrie, in der jemand 100 Millionen $ mit etwas einnehmen kann, das er vollkommen alleine gemacht hat. Erfolge, die aber ebenso rar sind wie die Forever Games, denen ihre ehemaligen Arbeitgeber hinterherrennen. Was aber aus all diesen Punkten heraussticht und sie alle vereint, ist letztlich der einzige wirkliche Grund, warum Videospiele heute viel zu lange dauern: wucherndes Missmanagement. In seiner Bloomberg-Kolumne zitiert Jason Schreier Entwickler, die über die Missstände in der Industrie berichten. Da war dieses Team, das alles stehen und liegen lassen musste, weil der Kreativdirektor am Wochenende Breath of the Wild gespielt hatte und dabei auf einige großartige Ideen gekommen war. Oder ein Feature, das gestrichen wird, weil der Sohn des CEOs es nicht mag. Oder das Level, von dem jeder Beteiligte weiß, dass es gestrichen wird, sie aber alle weiterhin daran arbeiten müssen, weil der Abbruch noch nicht offiziell kommuniziert wurde. Oder es wurde bereits abgebrochen, aber niemand hat dem Audioteam Bescheid gesagt, das weiter daran arbeitet. YouTuber und Indie-Entwickler Second Wind erfragt bei einer Freundin aus dem AAA-Bereich, wie viel Aufwand es kosten würde, wenn jemand bei ihr im Studio auf die Idee kommen würde, dass ein NPC eine Tüte Chips essen soll. Der geschilderte Prozess ist ebenso aberwitzig wie auch traurig und schockierend. Unzählige Meetings mit dem Designteam, 2D- sowie 3D-Künstlern, Tech-Artists, der Animationsabteilung, dem Sounddesign, Anwälten, der Marketingabteilung, dem Motion Capture Studio, der Qualitätssicherung und.
Und das setzt voraus, dass man sich überhaupt in der hierarchischen Position befindet, eine Idee einwerfen zu dürfen. Das Studio hinter Game of the Year Clair Obscur ist maßgeblich entstanden, weil Mitarbeiter bei Ubisoft erst nach einer jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit das Level erreichen, auf dem ihnen auch nur irgendwer zuhört. Viele große Studios halten ihre Ressourcen in solchen unfassbar kostspieligen und zeitintensiven Infrastrukturen gefangen, die ellenlang manövriert werden müssen, bevor auch nur irgendwer mit dem Produzieren eines Spiels beginnen kann. Das bestätigt auch der Senior Vice President der Unity Engine Adam Smith. Das ist auch der Grund, warum man sich trotz aller Marktforschung nicht adäquat und rechtzeitig an die Marktbedingungen anpassen kann und Live-Service-Shooter endlich fertig werden, Jahre nachdem das Genre bereits hoffnungslos übersättigt ist. Unternehmen, die über zahllose Leichen gehen, um ihrem Traum eines Forever Games hinterherzurennen. Sony mit Concord und The Last of Us Online, EA mit Battlefield 2042 und Knockout City, Warner mit Multiversus und Suicide Squad. Sie sehen die Zahlen, die ein Fortnite, ein Minecraft oder ein Roblox schreiben und wollen das auch. Oder sie jagen wie Bethesda einem Forever Versehen hinterher, das in Skyrims Fall gar nicht als solches konzipiert war, doch dank seinem Aufbau und der Modding-Community zu einem nahezu ebenso großen Sandbox-Spielplatz geworden ist. Seitdem ist die Story in ihren Spielen zweitrangig. Todd Howard selber sagt, dass es zwar auch okay ist, wenn es Spieler gibt, die ihre Games durchspielen und dann weglegen, aber das Ziel ist es, sie darin zu fangen und sie dazu animieren, ihre eigenen Geschichten darin zu schreiben. Immer und immer wieder aufs Neue. Ein Vorgehen, das scheinbar enormen Platz braucht und enorme Zeit. Es sind nicht die Entwickler, sondern ihre Vorgesetzten, die das All-You-Can-Eat-Buffet eröffnen, bei dem alles nicht so geil schmeckt, aber zumindest von allem etwas da ist. Sie wollen das ganze Füllmaterial von langgestreckten Laufwegen, Backtracking und künstlichen Wegsperrungen, damit sie auf der Bühne eine doppelt so lange Spielzeit anpreisen können. Auch wenn es das finale Game nur besser machen würde, wenn du am Ende die Hälfte wieder rausschmeißt. Da du das als Spieler aber nicht kannst, darfst du einen Job machen, der nicht bezahlt wird mit einem Boss, der viel zu viel von dir verlangt. Die Entwickler wissen gar nicht mehr, was sie überhaupt abliefern sollen, weil ihnen nicht einmal mehr klar ist, in welchem Genre sie sich überhaupt bewegen. Jedes Spiel hat jetzt irgendwelche Rollenspielelemente, verdammtes Crafting überall und am besten noch einen Multiplayer. Die Firmen wollen etwas, das alles ist und letztlich dann aber nichts davon wird. Man kann von einer Ära des Zerdenkens sprechen, aus der dann Spiele wie Metroid Prime 4 entstehen, die sich zusammensetzen aus erfolgreichen Elementen der Vorgänger und künstlich eingeworfenen, längst ausgelutschten Trends anderer AAA-Titel. Großartige Kunst entsteht aus Entschlossenheit, Dynamik und einem ausgeprägten Instinkt, nicht dadurch, dass man jede mögliche Alternative ausschöpft. Die kreative Vision von Anthem stand erst im allerletzten Entwicklungsjahr fest, nachdem die Entscheidungsträger das Studio über Jahre hinweg damit hingehalten haben, populäre Funktionen aus anderen Live-Service-Games hinzuzufügen und wieder zu entfernen. Selbst letztlich großartige Games wie Cyberpunk oder Bioshock Infinite steckten in der Entwicklungshölle fest, bis man durch all die Stimmen, Meinungen und Entscheidungen hindurch die klare Vision fürs Spiel formulieren konnte. Und das auch nur getrieben durch das zur Neige gehende Budget. Duke Nukem Forever war mit seiner Entwicklungszeit ein Meme, mit dem sich Gamer immer einen Spaß erlaubt haben, wenn es um lange Entwicklungszeiten ging. Heute mag man darüber gar nicht mehr lachen, weil es annähernd schon der Normalfall geworden ist. Die Publisher wissen, dass wir zunehmend die Schnauze voll haben von den Inhalten, Preisen und Monetarisierung, die sie uns vorsetzen. Doch ihr einziger Lösungsansatz ist es, darauf zu bestehen, dass das der Stand der Dinge ist und es keinen anderen Weg gibt. Sie wiederholen unpopuläre und bereits mehrfach fehlgeschlagene Entscheidungen und Maßnahmen immer und immer wieder und wollen uns weismachen, dass ihnen die Hände gebunden sind. Vielleicht warten sie auch nur darauf, dass die Saudis kommen, ihnen für einen fetten Bonus die Firma abnehmen und sie sich endlich auf ihrer Privatinsel zur Ruhe setzen können. Dass die Industrie sich auf die völlig falschen Dinge fokussiert, besprechen wir auch in diesem Video. Goldrichtig hingegen sind meine Kanalmitglieder. Retrojäger, Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel muss mal was sagen. Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybugs, Katz, Venceslas, Blablub, Jürgen, Lucaria, Steve, Patrick, Gaia to Plays, Devil in Boxershorts, Timo, P9608, Master, Louis, André und Redrom.